Also ich bin die Tamara, ich bin 25 Jahre alt und ich habe hier in Ilmenau angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften studiert. Ich bin im Jahr 2019 mit dem Bachelorstudium fertig geworden, habe dann eine ganze Weile lang in Düsseldorf gearbeitet in einer Werbeagentur, wo ich auch als Producer vor allem tätig war, auch wenn das eine kleinere Agentur war, wo ich dann auch ständig bisschen im Postproduktionsbereich mitgeholfen habe und dann dadurch bin ich immer mehr in den Schnitt auch gekommen, in die Postproduktion, habe dann bei ProSieben gearbeitet, im Schnitt eben als Editorin und bin dann nochmal zurück in die Produktion bei Konstantin Entertainment, habe da in der Produktion von einer Reality-TV-Show gearbeitet und ja, jetzt bin ich wieder zurückgekommen nach Ilmenau aus dem Grund, dass ich die Produktion von Dancing in the Shadow machen möchte und habe da sehr lange hin und her überlegt, weil es natürlich aktuell vielleicht auch schwierige Zeiten sind und so weiter, aber jetzt bin ich hier und bin auch sehr glücklich, wieder hier in Ilmenau zu sein. Ich habe im Oktober 2015 angefangen, an der TU Ilmenau angewandte Medien- und Kommunikationswissenschaften zu studieren. Habe da mein Studium relativ normal durchlebt, die ein oder anderen Vereine angeschaut, aktiv gewesen und halt mein Studium gemacht und bin bis ungefähr Juni 2019 in Ilmenau gewesen und habe mein Praktikum dann am Ende des Studiums gelegt, nachdem ich meine Bachelorarbeit schon abgegeben hatte, sodass ich ja zum Mitte des Jahres 2019 nach Düsseldorf gegangen bin und Ende des Jahres dann mein Studium komplett abgeschlossen hatte. Ich bin jetzt wieder zurück in Ilmenau. Ich bin hier wieder hergezogen und ja, da verbringe ich gerade auch die meiste Zeit, weil ich nur im Homeoffice arbeite, wie die meisten gerade wahrscheinlich. Das läuft aber auch relativ gut, weil wir natürlich durch die Möglichkeiten des Online-Meetings und Calls trotzdem die Vorproduktion super machen können. Ja, was mache ich den ganzen Tag? Ich produziere ich bereite mich auf den Dreh vor, der jetzt im August 2021 stattfinden soll. Und da steht einiges an, weil neben der Leitung aller Departments und der Crew-Zusammenfindung und Gründung dieser ganzen Initiative stehen natürlich auch Arbeiten wie jetzt Rechtsfragen klären, Lizenzen zu organisieren, Finanzen überhaupt mal aufzutreiben und so weiter. Also ganz normal, was halt ein Produzentin so macht. Ich würde generell sagen, dass das AMW-Studium und das Studium an der TU Ilmenau mich schon auf jeden Fall einiges gelehrt hat, was ich heute anwende. Natürlich kommt da extrem viel Praxiserfahrung dazu, aber ich sag mal, die Basics, die man im Studium, im Bachelorstudium hier lernt, finden schon Anwendung. Das geht von dem Fach Medienrecht los, wo es um, wie gesagt, alle rechtlichen Fragen geht, die wirklich tiefgreifend sind, wo man wirklich großes Wissen haben muss. Das habe ich natürlich nicht alles aus dem Studium mitgenommen, aber wie gesagt, die Grundkenntnisse und wo fange ich eigentlich an, das zu recherchieren bzw. darüber nachzudenken. Das geht aber auch zu, wie hieß das Fach, angewandte Medientechnik, wo man über technische Daten von Videoproduktionen, Fotografie und so weiter etwas lernt. Und ich würde schon sagen, deswegen fand ich mein Studium dahingehend auch sehr gut als Vorbereitung, weil man in so viele Bereiche der Medienproduktion reinschauen konnte. Man hat viel drumherum schon gesehen und gewusst, wenn ich in das Feld vor allem der Produktion gehe, also in die Producer-Welt, dann muss ich diese Kenntnisse auch mehr oder weniger alle haben. Und das bereitet einen schon vor. Wobei ich natürlich schon sagen muss, in der Praxis lernt man dann nochmal alles wirklich umzusetzen. Auf jeden Fall. Auch da würde ich immer weitergeben, immer viel ausprobieren, viele Positionen in der Filmbranche zu testen und zu gucken, wo will ich eigentlich hin, weil das gerade im Studium vielleicht auch noch
ja, ein bisschen die Arbeitswelt nicht ganz so realitätsnah ist, wie sie dann tatsächlich ist. Also deswegen immer ganz viel ausprobieren. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere gerne diesen Kanal und schau auch auf unseren Social Media Kanälen vorbei. Links dazu in der Beschreibung.